Okay, ich will sehen. Alter! Oh, was ist denn hier schon wieder los? Nein! Jetzt erwartet uns eine krasse Geschichte, Leute, hier. Ja, servus! Hallo Tobi! Sei gegrüßt! Gut! Hallo! Ah, schön! Du müsstest kurz warten, weil hier ist noch ein anderer YouTuber. YouTuber? Genau. Hello and welcome to Sea Friendly Reef. Today we've got a very... Den kann ich nicht leiden, den Kerl. Ah. Drop. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, extrem fantastischen Video auf diesem Kanal. Ja, hallo! Ja, hallo! Heute wird's krass. Heute wird's richtig, richtig krass, denn wir sind zu Besuch bei Jack Elliott. Hallo, hallo, hallo! Hey, bababab, hey, bababab. Danke Tobi, dass du gekommen bist. Ich habe mich mir eine Ehre. riesig gefreut. Du hast absoluten Dachschaden, wenn ich das mal sagen darf. Du hast so viele Aquarien in diesem gesamten Haus verteilt und auch keine kleinen Aquarien. Also wir reden hier von wie viel Litern insgesamt? 37.000. 37.000 Liter. Ich bin ultra gespannt. Ich habe noch nicht alle Becken gesehen bei dir. Wollen wir einfach direkt loslegen mit einer kleinen Tour? Ja, geil. Los geht's. So Leute, jetzt kommt's nämlich. Das, was ihr hier seht, sind nicht nur abnormal riesige Aquarien mit irgendwelchen Viechern drin, sondern eine Nachstellung der individuellen Regionen unserer Ozeane. Jedes Becken beinhaltet angehend eine naturgetreue Darstellung der entsprechenden Biotope. Und nein, das hier ist kein öffentlich zugängliches Aquarium. Das hier ist ein ganz normales Wohnhaus mit einem extremen Hobbyverrückten drin. Hier übrigens sind die Stützen, Tobi, für das Becken oben. Habe ich die Schräge so bauen lassen. Hier haben wir so einen Nachbau vom Great Barrier Reef, Australien, Western Pazifischer Ozean. Jetzt sind die Korallen natürlich hier Plastik. Klar, ich hätte sie auch lieber gerne in lebend, aber weil es eben auch zu teuer ist und auch die Pflege, die wird zu intensiv. Gerade bei so großen Becken ist es ein bisschen schwieriger. Wie groß ist das von den Abmaßen? Ja, 6.000 Liter ungefähr. Oh, das ist ja super tief auch, ne? Ja, 2,20 Meter, 2,10 Meter und 1,20 Meter. Krass. Und da muss man sagen, viele von den Tieren, die würden auch Korallen fressen. Das wäre natürlich ärgerlich. Du weißt, glaube ich, von gefühlt jedem Fisch auf diesem Planeten, Nee, das täuscht du. den Artennamen und alles. Aber du hast wirklich Ahnung. Es gibt immer Leute, die haben noch mehr Ahnung, aber natürlich Fische interessieren mich, natürlich auch Korallen. Man muss erstmal sagen, also jeder Fisch ist besonders. Es kommt für mich nicht darauf an, wie teuer so ein Fisch ist. Ich habe Fische, die sind unheimlich billig, aber die machen mir genauso viel Freude wie andere Fische. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel 4 von den Chatodontoblos conspicillatus. Das sind Nachzuchten, also auch nicht aus der Wildnis entnommen. Ach, das sind Das Nachzuchten sind sogar? Nachzuchten, genau. Dann habe ich jetzt auch Chromis nitida, das ist auch ein Fisch, der in Australien vorkommt, den man sonst auch nicht so häufig im Handel sieht. Dann habe ich hier Budianus, Opocularis, die kommen eigentlich nicht in Australien vor, muss ich sagen. Es gibt so ähnliche Arten, die kommen eigentlich im Indischen Ozean vor. Mit 6.000 Litern ist das ja bei dir schon fast ein kleines Becken, kann man so sagen. Ja, jetzt nicht ein kleines Becken, aber natürlich, Tobi, ist natürlich wichtig, dass die Tiere sich wohlfühlen. Je größer man ein Becken hat, desto mehr können die Fische schwimmen. Gerade so Fische wie jetzt zum Beispiel Drückerfische oder auch Kaiserfische, die wollen natürlich, und auch Lippfische, die wollen natürlich im Meer viel rumschwimmen. In den kleinen Becken würden die jetzt nicht sterben unbedingt, aber dann schwimmen die immer nur so eine Scheibe entlang. Und ja, ich möchte den Fischen das Bestmögliche halt bieten. Viele Fische, die man jetzt im Handel so klein sieht, wie den Imperator-Kaiserfisch, die werden irgendwann so. Ne? Und Dann hast du den Salat. genau. Prinzipiell hat Jack Elliott all seine Becken abgedeckt, da manche Fische sich gegenseitig ein bisschen jagen und auch aus dem Wasser springen können. Im Wohnzimmer finden wir auf der gegenüberliegenden Seite dann Becken Nummer 2. Mit einer ebenfalls in deutschen Haushalten eher nicht so gewöhnlichen Größe. So, das ist jetzt dein Sahnestück, dein Hauptsahnestück quasi. Ja, es nimmt natürlich viel Platz weg, muss man sagen. Ne? Das verkleinert sich hier immer mehr bei mir, ne? Das ist der Nachteil.
So Aber geil. ich hatte immer diesen Traum von dem Hawaii-Becken. Das ist eine meiner liebsten Regionen. Du bist auch Taucher, ne? Also du weißt Ja. schon, wie das alles in Natura aussieht, dass du es entsprechend nachbauen kannst. Ja, nicht alles, aber ich meine, Hawaii ist schon so ein bisschen nördlicher im Pazifik, Zentralpazifik. Und da haben wir nicht mehr so diese bunten Korallen oder nicht in der hohen Artenvielfalt. So ähnlich sieht das dort aus. Es ist ein Versuch, das nachzubauen. Mit Sicherheit sieht es auch noch anders aus und in der Natur auch noch besser, klar. Aber ich habe schon hier so die Korallen ausgewählt, die eben so ein bisschen so aussehen. Das sieht sehr nach Real Reef Rock aus. Ja, genau. Und dann in Kombination mit künstlichen Korallen. Genau. Weil echte Korallen in der Größe nahezu unvorstellbare Preise haben und auch eigentlich nicht zu bekommen sind in Deutschland. Ja, A, fressen auch Fische Korallen, wie zum Beispiel da drüben der Kugelfisch, der würde da rangehen. Hier haben wir auch eine Tiefe von 1,40 Meter. Das heißt, die Beleuchtung, die müsste hier noch deutlich stärker sein. Ja. Bei Plastikkorallen, da ist eigentlich eher so, dass wir die Beleuchtung gar nicht so stark haben wollen, weil dann würden die Korallen eben mehr veralgen. Ja. Das ist nicht so wichtig. Jack Elliott Cooking heute. Und zwar haben wir heute im Angebot eine Krabbe und ganz viel Matschepampe. Einmal hier die Nori-Algen, dann haben wir Spinat, Grünkohl, Mysis, Artemia, Shrimp, Squid, Muscheln und ja, hier die Krabbe für den Kugelfisch. Ich bin Veganer, ja, und ich töte ungern Tiere, also ich esse auch keine Tiere, aber mein Kugelfisch, der mag die am liebsten, ne? Die kommen dann gefroren hier an. Ja. Heute wusste ich ja, dass du kommst und da habe ich die Fütterung jetzt erst vorbereitet. Normalerweise hätte ich schon gefüttert, dafür kriegen die heute ein bisschen mehr. Also Aber wir dann- haben jetzt 19 Uhr, von daher, die haben richtig Bock. Ja, ja, die warten da drauf. Hier den Kugelfisch, den kann man auch mit der Hand füttern. Kannst du ja machen, Tobi, ne? Geil. Machst du das? Aber auf eigene Gefahr, wenn er den Finger abbeißt. Ne? Okay, ich freue mich drauf. Ja, wir haben die Höhe hier 1,40, 3,50 Meter lang und das Becken ist 4,50 Meter. 4,50 Meter Tiefe. Tiefe, das genau. ist so krass. Ja. 4,50 Meter Tiefe. Du kannst jetzt hier oben drauf klettern, wenn du willst. Ja. Boah, hier sieht man jetzt erstmal die Tiefe von dem Die Ding. fängt da an, ne? Da fängt das Becken an und es geht bis da hinten hin. Also hier einmal die Richtung bis hierhin. Alter Vater. Ja, die Fische kommen jetzt alle und wenn ich jetzt den Finger hier halte, da kommt direkt der Kugelfisch. Siehst du, da muss man aufpassen, der würde den krass. abbeißen. Ja, ja, ja. Aber den kannst du ja gleich füttern, ne? Also interessant ist, wenn man diese ganzen Steine und Plastikkorallen dann aufgebaut sieht oder in der Einfahrt, dann denkt jeder, wo soll das Ganze hin? Und man muss sich ja vorher Gedanken machen, wenn man das dann einbaut, ne, dass das dann immer noch natürlich aussieht und auch vielleicht nicht zu voll ist. Und gerade so Fische wie Acanthurus achilles, wegen dem habe ich das Becken gemacht, Wie viel hast du da drin? 12 Stück. Die schwimmen eigentlich im Meer halt oft so im Freiwasser und in der Strömung, in der Brandungszone und die brauchen eben viel Platz. Und abends natürlich auch wichtig, dass man für jeden Fisch auch genügend Höhlen hat. Dass Höhlen für kleine Fische da sind, für mittelgroße, für ganz große. Gerade da hinten im Hinterbereich sind sehr viele Höhlen, wo die sich dann Wahnsinn. abends zurückziehen können. Also das ist jetzt für Kugelfisch. Das für den Kugelfisch. Oder willst du den essen? Nein. Also so halten, ja? Ja. Der willst du erst hier so die Beine abfressen. Hier wird er ein bisschen länger brauchen. Und dann musst du das immer so halten, dass er davon abbeißt. Okay. Nicht zu nah, wenn er so halten will, wird er den Finger Also der beißen, isst ne? den Stück für Stück. Stück für Stück, das dauert ewig lange auch. Ja, jetzt sieht er. Guck mal, wie er angeschossen kommt. Kannst den Finger ruhig im Wasser halten. Okay. Passiert nichts, Tobi. Nicht wegziehen. Ja, ja. Komm her, Boy. Komm her. Und du gehst tauchen in dem Ding. Musst du ja. Sehr ungern. Ich war gestern drin, ne? Da will ich es noch ein bisschen schön machen, das eine oder ist umgefallen. Oder auch, wenn die Scheibe hier veralkt, dann kriegt man die nicht immer ab und dann mit dem Scheibenkratzer, der fliegt dann schon mal rein und Ja. der schwimmt dann oben rum, dann muss ich den auch irgendwie suchen. Das hier unten sieht aus wie so ein gelber Korallenwächter, oder? Das stimmt, Tobi. Du kennst dich aber aus. sag mal. Klasse. Ja, das ist ein Paracyhetus xanthus. Da sind 3 Stück von drin und das habe ich so ein bisschen ausprobiert, weil normalerweise geht immer nur einer, sagt man, ne? Aber hier in dem Fall hat es funktioniert. Ein bisschen Platz hast du ja mitgebracht, ne? Ja, aber manchmal gehen die Fische hin, egal wie groß ein Becken ist, und sie bekämpfen sich. Ne? Das habe ich auch schon erlebt. Bei so einem Vollglasbecken, wie dick ist denn dann da die Scheibe? Da ist ja immenser Wasserdruck dahinter. Die Scheiben sind eigentlich gar nicht so dick, weil es handelt sich hier um ESG-Glas. Normalerweise ein Fenster hat Fensterglas. Ja. Und wenn du Fensterglas nimmst, machst du eine Folie dazwischen und nochmal Fensterglas, dann nennt sich das VSG. Verbundsicherheitsglas. Okay. Und wenn du die Scheiben dann härtest im Ofen bei so und so viel Grad, ist das 5 oder 6 Mal so stark und du musst es nicht ganz so dick auswählen. Es hätten ja eigentlich 2x15er Glas gereicht. Ich habe aber 2x19er genommen, ne, damit ich noch ein bisschen Puffer habe. Weil man steigt halt auch rein und sitzt auf den Kanten drauf und so. Also 19 Millimeter? 2x19. Geht echt, also so
Genau. Die dicke. Ja, ungefähr. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Korallen, das wollte ich dich noch fragen. Also die Kunstkorallen, das sind ja keine echten Korallen. Hast du die anfertigen lassen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich habe die tatsächlich extra anfertigen lassen. Einmal aus Amerika und aus Dänemark. Ich wollte es halt so einigermaßen so getreu wie möglich haben. Ne? Mhm. Ja, ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass die nie kaputt gehen. Wenn wir Ja, jetzt hier klar, so eine Koralle hätten im Leben, ne? Du gehst 2 Wochen in Urlaub, kommst wieder, alles ist tot. Ja. Tobi, Dann hier, Taschen leer. hier, deine Scheiben sind ja schon ein bisschen schmutzig. Hat das irgendeinen speziellen Grund? Also Tobi, ja, meine Frontscheibe müsste sauber sein, weil ich war gestern extra hier drin, habe alles für dich geputzt. Aber du hast recht, die Seitenscheiben, auch die hintere Scheibe, die sind schmutzig. Und zwar hat das einen Grund, weil mein Kugelfisch, der spiegelt sich da drin. Man sieht es da hinten zum Beispiel. Je sauberer die ist, desto mehr spiegelt er sich und er denkt, er hat da einen Rivalen. Ja, man sieht es da hinten. Und deswegen habe ich die ganz gerne dann schmutzig. Ja, die spiegeln sich natürlich auch hier vorne, aber desto weniger, desto besser. Wie gesagt, immer im Wohl der Tiere. Ne? Nächstes Becken. So, oh, was ist denn hier schon wieder los? Nein! Bist du so begeistert? Das findest du noch nicht mehr, oder? Oh, okay. Das ist ja der Wahnsinn. Da muss ich kurz erstmal klarkommen. So, das hier, das ist ein wunderschönes Gorgonienbecken mit Fächergorgonien und allem möglichen Kram. Was haben wir jetzt hier genau für eine Biotopsform? Also woher kommt das? Ich habe hier versucht, so die Karibik so ein bisschen nachzubilden. In der Karibik, da sieht man immer ab und zu so ein paar SPS oder LPS. Kommt aufs Gebiet drauf an, ne? Aber Ja. meistens sind es ja Gorgonien, Weichkorallen. Ne? Deswegen ist jetzt auch hier in dem Becken sind hauptsächlich Gorgonien. Alle spielen mit, Tobi, weil alle sind Aufweicher. Weißt du? Wahnsinn. Ne? Hätte auch anders sein können. Ich bin ja so ein Gorgonien-Fan, ne? Ich liebe Gorgonien. Bei mir ist ja auch alles voll. Aber boah, das ist der Wahnsinn. Wie viel Liter sind das jetzt hier? Ungefähr 600 Liter. Okay. Mit dem Filterbecken würde ich sagen, so vielleicht 750. Ja. Ja, ich bin auch ein absoluter Gorgonien-Fan, weil einmal bewegen die sich schön, ne? Ja. Sind leicht zu halten. Wunderschön. Und da sind auch so ein bisschen Seetang oder sowas ähnliches ist da drin. Ne? Das ist also eine Makroalgenart. Die du Ja gut, damit ich habe hier Kalkalgen drin, ne? Kalkalgen. Ja, die muss ich natürlich immer wieder rausnehmen, weil Ja. die eben auch viel KH verbrauchen. Ja, Was sind das für Fische hier drin? Das sind kleine Lippfische, nehme ich an, oder? Nein, das sind kleine Barsche, die nennen sich Leopropoma kamabi. Gerade die Fische in der Karibik, gerade die kleinen Fische sind sehr bedroht, weil eben der Feuerfisch 1990 rum invasiv dort eingeführt worden ist. Der frisst eben alle kleinen Fische auf und die kleinen Lippfische, sag ich schon, die kleinen Barsche, die sind dann halt bedroht. Ne? Bewusst habe ich hier nur ein paar Steinkorallen gewählt, sodass das so ein bisschen aussieht wie in der Karibik. Aber schön das Runde und so, das sieht so toll aus. Also die Tiere an sich hast du ja schon dafür für das Becken ausgewählt. Nicht nur die Art, auch das Tier an sich. Wobei man sagen muss, dass aus der Karibik sind Steinkorallen, soviel ich weiß, verboten zu exportieren. Ah, okay. Das heißt, diese Korallen kommen gar nicht dorthin. So ähnliche Arten gibt es auch dort. Ah, Also ich muss okay. immer dazu sagen, bei meinen Becken, nicht alles stammt genau aus der Region. Ja. Es soll einfach so ähnlich aussehen. Das war mein Verstehe, Plan, ne? verstehe. Und wenn du hier aus der Sauna kommst, kannst du direkt auf dieses brachiale Becken schauen. Erstmal, wie groß ist das Ding denn? Ja, das Becken hat die Maße 3 Meter lang, 1 Meter tief und 1 Meter hoch. Also Mexiko steht drauf, von daher ist wahrscheinlich auch Mexiko drin. Ist sehr viel auch mit Algen besetzt eigentlich, ne? Ja, hier sind gar keine Korallen drin, Ja. außer jetzt hier die Zylinderrosen. Leider sind die jetzt alle zu heute, außer eine. Aber ich habe dieses Becken tatsächlich für 2 Fische. Der Leopropoma fasciatum hier, das sind 3 Stück von drin. Dann den Talasoma luccasanum und hauptsächlich für das Highlight für die Hulacanthus clarionensis. Oder sind sogar mehrere drin, Das ist ein Pärchen, ja. Boah. Das ist ein Pärchen, ist ganz schwer zu kriegen. Und das Besondere daran ist das Kaltwasser. Weil diese Fische, die kommen auch also im Ostpazifik vor, wo es grundsätzlich kalt ist. Auch in Kalifornien, da wo Ja. der lebt, ist spartanisch. Ne? Auf wie viel Grad läuft das jetzt hier? Das läuft 20 Grad. Ja, das ist ein Durchlaufkühler unten dran. Beide Fenster sind ja auf. Also Wahnsinn. Man muss auch sagen, nicht jeder würde sich so einen Aufriss machen für einen bestimmten Fisch. Also da steckt viel Liebe zum Tier drin, von daher höchsten Respekt. Das machen nicht viele Menschen. Ja, ich muss sagen, Tobi, natürlich hat man so seine Träume. Ich habe damals, als wir 7 waren,
Mein Bruder und ich, wir durften uns Tiere aussuchen. Entweder Vögel oder Fische. Mein Bruder hat sich Vögel ausgesucht, um die er sich nach 3 Wochen nicht mehr gekümmert hat. Und ich habe mich damals für Fische entschieden. Ne? Und ich bin bis heute dabei geblieben. Ne? Und ich kann dir sagen, wenn ich hier hingehe und dann sehe die Fische, dann erfreue ich mich jeden Tag aufs Neue. Also das ist bei mir eine Leidenschaft, die ist eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ne? Seit 45 Jahren. Zu guter Letzt hat Jack Elliott noch etwas ganz Besonderes vorbereitet. Da er meine Liebe zu LPS und Weichkorallen kennt, hat er mir voller Absicht vorher kein Bild geschickt, sondern mich im Schlafzimmer dann vor vollendete Tatsachen gestellt. Okay, das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Nein, Leute, es geht um Aquarien. Okay, ich will sehen. Alter! Alter! Du bist so ein verrückter Typ. Hier sind ja relativ einfache Korallen drin, aber mir persönlich gefallen hat auch Weichkorallen. Das ist wunderschön. Wie tief ist das? 1,50 Meter tief und 2,20 Meter lang und 70 hoch. Die Saprophyton, ne? Die sind alles unterschiedlich. Da habe ich wirklich extremst lange drauf gewartet, um die verschiedenen Farben zu bekommen. Oder auch hier die Sinularia. Guck mal, so eine Sinularia da unten. Ne? Und dann habe ich immer ab und zu ein paar LPS drin. Acatastrea da hinten und Favites hier rot, Galaxea, hier Pagoniopora in rot. Aber du siehst, hier sind überall viele von denen, das sind doch wunderschöne Korallen. Ne? Die sind ja nicht teuer, ne? Aber ich finde die halt toll. Ja, hier sind besondere Fische drin, die ich sehr schön finde. Die Apolomyctes kingi sind hier drin. Dann Halicoeris gorobi. Kennst du diesen Fisch, Tobi? Der Lippfisch da? Ja, Nee. ein Pärchen. Okay. Dieser Fisch, der ist erst 2016 das erste Mal beschrieben worden. Ja, da bin ich sehr stolz drauf. Die gefallen mir so unheimlich toll. Dann ist hier ein Gematum drin. Die kommen alle aus Mauritius, die Fische. Ne? Das stimmt, du hast ja wieder ein da- Biotopenbecken quasi. Mit Sicherheit wird es auch da nicht genauso aussehen. Aber ich habe halt so Korallen gewählt, die auch dort vorkommen. Dann sind hier noch 2 Moränen drin. Gymnothorax melatremus, so Zwergmoränen. Hier habe ich auch ein Pärchen von, die vertragen sich. Ich muss dazu sagen, hier in dem Raum, leider Gottes, standen schon 5 Aquarien. Und jetzt habe ich das 2700 Liter Becken, ne, mit dem Filterbecken zusammen. Damit die Fische auch gerade in der Tiefe und auch mit dem ganzen Höhlensystem dahinter, da sind überall so Glasplatten drin, musst du dir vorstellen. Ja, Glasplatten mit so Säulen. Hinter dem Aufbau ist also ein riesen Schwimmraum noch für die Tiere. Also hier ist jede Menge Licht drunter. Das ist so krass, wie man es von vorne nicht sieht. Wenn man echt vor so einem Becken steht und sich denkt so, ja, ganz nice. Und dann guckst du nach oben und es hört gar nicht mehr auf. So, bevor ich jetzt in den Kommentaren lese, boah, wie kannst du nur keine Technik zeigen, das kann ja nicht wahr sein. Leute, ihr könnt euch nicht im Traum vorstellen, was euch auf dem Kanal noch alles erwarten wird. Also vertraut mir, hier waren wir auch nicht das letzte Mal. Natürlich wäre es mir eine äußerste Ehre, wenn ihr von Beginn an schon ein Abo dalasst und ich sag nur, bis zum nächsten Mal. Übrigens, jetzt gibt's Fein Gutti.